Hallo meine Lieben, heute war das Motiv ein Roller und ich hatte da eine Idee dazu und was es genau ist, das seht ihr auch gleich nach dem Intro. Heute gibt es ein Papierprojekt und jetzt denkt ihr euch vielleicht, was soll denn dann die Schneekugel hier? Meine Idee ist es, ich habe die bei uns in der Mikro gefunden zu einem relativ günstigen Preis und dachte, das eignet sich super, weil ich kann hier innen drin, wenn ich es dann aufmachen kann, einfach was reinmachen und das sieht dann so aus, als ob das in der Schneekugel drin wäre. Und da ist eben mein Ziel dann, das Motiv hier innen drinnen zu machen, auf der Rückseite den Gutschein quasi und das zu verschenken. Und das wäre jetzt ein bisschen lau für ein Video, ne? Und deshalb dachte ich mir, ich mache mit euch zusammen die Box und zwar werde ich euch bei jedem Schritt quasi erklären, warum ich was wie mache, damit ihr das auch für andere Größen machen könnt. Weil ich hatte vor 2 Wochen eine ganz liebe Freundin bei mir und wir haben einfach ein bisschen Papier gebastelt und dabei ist diese Box hier entstanden. Super robust. Wir haben 2 mm Graupappe verwendet und dann hier ist quasi eine Box eingebaut in diese Hülle und dann hier vorne haben wir Überlappung, wo man dann mit dem Band die ganze Box zusammen machen kann. Jetzt passt die natürlich nicht, sondern ich brauche eine andere Form und deshalb dachte ich mir eben, wir machen das heute und dann kann ich euch gleich zeigen, wie ich mir das jeweils überlege, wenn ich das mache. Und genau, das machen wir. Was ich als allererstes angucke, ist natürlich, wie groß ist mein Element und wie viel Platz muss ich hier ringsherum haben, dass das dann auch schön reinpasst. Die ist bei mir Breite und Höhe und Länge 9,1 cm und ich habe gedacht, sicherheitshalber nehme ich 9,5 cm. Das heißt, ich brauche jetzt zuerst mal, um diese weiße Box hier zu machen, brauche ich 4 Elemente. Und zwar sind 2 davon sind 9,5 mal 9,5 und 2 davon sind zwar auch 9,5 in der Höhe, aber in der Länge ist es nur 9,1. Jetzt, warum ist es nur 9,1? Die liegen ja, also die eine Seite wird ja hier an die andere dran gemacht. Quasi, also sie wird eingeklemmt, sagen wir es mal so. So. Und die hier kommt dann auch hier rein. Und dadurch brauchen wir hier, vorne habe ich 2 mm und hinten habe ich 2 mm. Damit es dann insgesamt auch wieder 9,5 wird, brauche ich hier zweimal die 0,2 mm nicht. Das heißt, es ist eben 9,5 in der Höhe, aber dann hier in der Länge ist es nur 9,1. Somit für diesen ersten Schritt braucht ihr Graupappe, wenn ihr 2 mm nehmt, 2 mal 9,5 mal 9,5, 2 mal 9,5 mal 9,1. Ich mache das für mich jeweils so, dass ich die hier kurz einfach anschreibe, damit ich jeweils auch, wenn ich Projekte vorbereite, weiß, was ist. Jetzt können wir hier kurz gucken. Das heißt, die Höhe hier ist 9,5, hier ist es 9,1, 9,5, 9,1. So habe ich diese 4 Teile und die klebe ich jetzt erstmal einfach nur zusammen. Ich habe hier von Craftelier, ich vergesse den Namen irgendwie immer wieder, habe ich solche Hilfsmittel quasi, wo ich so eine Box wunderbar reinstellen kann und das so zusammenkleben kann. Das heißt, ich habe eine Ausbuchtung für 0,2. Das heißt, hier ist die 0,5er. Hier dran kommt eine 0,1er. Und jetzt ist eben eine
dieses Element geht ganz rüber und dieses Element stößt an dieses Element an. So macht es, also so wird es dann auch korrekt wieder eine 9,5. Die so hier, müssen wir ein bisschen Platz lassen, 9,5 geht nach ganz hinten oder nach ganz außen, die 9,1er schließt an. So wird diese 9,1er zwischen die beiden eingeklemmt. Auch hier, die beiden, die 9,5er gehen ganz bis draußen, die 9,1er wird quasi dazwischen eingeklemmt. Und genauso klebe ich die zusammen. Das heißt, ich gebe hier jeweils an die Ränder von der 9,5er einfach Kleber drauf. Ich verwende hier einfach einen Cementit Weißkleber. Kann ich das hier wieder reingeben und gucken, dass das hier schön mit der Kante abschließt. Ich halte das jeweils zuerst kurz ein bisschen fest, bis der Kleber angezogen hat. Und dann gebe ich hier das Gegenstück oben auch noch drauf. Und dann machen wir dasselbe auf der anderen Seite auch noch. Ich wurde kürzlich belehrt, dass ich extrem unprofessionell arbeite mit Graupappe, weil ich die Richtung von der Graupappe nicht angucke. Wenn ihr das machen wollt, ich halte euch nicht davon ab. Ich hatte bis jetzt noch nie irgendein Problem mit meinen Projekten, wenn ich das nicht gemacht habe. Von dem her werde ich das auch weiterhin so machen, auch wenn es unprofessionell ist. So, und so können wir die Box kurz ein bisschen trocknen lassen, dass das schön anzieht und festklebt. In der Zeit, wo die getrocknet hat, habe ich auch schon das Papier zurechtgeschnitten, was wir brauchen, um das Ganze hier einzufassen. Wir brauchen 2 mal 9 mal 10,5 cm, 2 mal 10,5 cm mal 11,1 cm, dann einmal 9 mal 9 cm, einmal 9,4 mal 9,4, einmal, nee, 2 mal 9,1 mal 12,5 und 2 mal 11,5 mal 12,5. Und ihr seht jetzt dann auch gleich, warum wir das so brauchen. Das Ganze hier ist wunderbar getrocknet. Und jetzt mache ich das so, dass ich zuerst die Außenseiten verkleiden will. Und da brauche ich jetzt eben diese 11,5 mal 12,5 cm. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, na, das ist ja nur 9,5. Aber was ich will, ist auf beiden Seiten 1 cm drüber gehen. Das heißt, es sind die 12,5, dass ich das so um die Kante schlagen kann. Und ich brauche natürlich oben und unten auch noch Platz, um das umlegen zu können. Das heißt, ich klebe hier mal das auf die eine Seite und das andere Stück auf die gegenüberliegende Seite. Und das Papier, das habe ich euch gar nicht gesagt, ne, das ist bei mir ein 260 Gramm Papier. Ich arbeite für sowas in der Regel mit 220 bis 260 Gramm. Kann ich das hier so mittig, ihr könntet euch das natürlich auch anzeichnen, aber ich mache das jetzt mal nach Augenmaß. Und ich falze das jeweils nicht vor, sondern ich mache das quasi unterwegs. Das heißt, jetzt
versuche ich hier an der Kante entlang und hier an der Kante entlang das zu falzen. Respektive ich versuche es nicht nur, sondern ich mache das tatsächlich auch. Einfach damit ich das Papier da gut umlegen kann. Und dann klebe ich das hier drüben auch noch kurz fest. To be the one that he turns to when he's out of answers. What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? And I wonder what's that like. Und dasselbe auch noch auf der gegenüberliegenden Seite. Das heißt auch hier wieder die 12,5 sind in die Richtung, 11,5 sind von oben nach unten. Ich habe mir eigentlich schon lange mal vorgenommen, endlich mal Buchleim zu kaufen. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, kommt dann irgendwann auch noch. Solange behelfen wir uns mit Flüssigkleber. Dann mache ich an der oberen Kante, mache ich hier so einen Keil rein, bis quasi an die Ecke von der Graupappe. Und dann können wir die quasi schon mal hier über die Kante legen. Auch hier mache ich das so eigentlich wie bei allen Kanten, dass ich kurz einfach mit dem Falzbein der Graupappe entlang gehe, damit sich das ein bisschen schöner legt noch. You're all he wants and it's midnight. Oh, I'm thinking about him. I have got him on my mind. Ich weiß, es ist auf der Seite ein bisschen mühsam, weil man das Ganze noch nicht ablegen kann, weil wir hier noch die Kanten haben. Aber wir können es dann nachher noch ein bisschen schöner ausarbeiten. Oder wir schneiden hier unten ganz einfach auch die Ecken ein, damit wir das umschlagen können. Ist auch eine Variante, ne? So, dann habe ich das unten einfach mal nach innen gelegt. Kann man das Ganze aufstellen und das geht ein bisschen einfacher. Jetzt machen wir diese Kanten noch zu und dazu haben wir eben die zweimal 9,1 cm mal 12,1 cm. Jetzt kann ich das auch wieder oben und unten mittig und hier auch mittig drauflegen. Und wir werden es nachher so festkleben in der Box drinne, dass diese Seite hier, wo ich dann diesen Übergang sehe, der wird hier liegen und hier hinten liegen. Hier machen wir dann die schöne Seite. Das heißt auch hier Kleber drauf. Und hier eben nicht ganz bis außen gehen, weil das Papier nicht bis ganz außen geht. Ich mache das jeweils so, dass ich dann einfach hier auf dem Papier an den Rand entlang noch einen Streifen gebe. Ein kleines bisschen Kleber, damit ich weiß, dass da dann das bis ganz außen klebt. Na, hier. So. So kommt das hier drauf. Schön mittig. Oben und unten und auf den Seiten. Dann auch wieder hier Falzkante nachziehen, oben und unten.
Hier unten können wir auch einen Keil reinschneiden. Und oben nicht, weil oben sollte das jetzt eigentlich so sein, dass deshalb habe ich auch die 9,1 cm genommen, dass wir das jetzt eigentlich reinlegen können sollten und es neben diesen beiden Kanten hier vorbeigeht. Was ihr auch machen könnt, ist, dass hier an der langen Kante, respektive doch so, bei 1,5 cm kurz zu falzen. Damit sich das noch besser umlegt oben. Dann weiß ich quasi, das hier muss hier oben an der Kante liegen. Auch unten wieder anschrägen. So, dann haben wir hier schon mal das ringsum eingefasst. Jetzt haben wir hier teilweise eine Verdoppelung. Da schneide ich diese kleinen hier einfach so ein bisschen zurück, damit ich die nicht auch noch mit umlegen muss. Weil das wird ja quasi dann nur der Boden hier, ne? Dann können wir hier den 9,4 mal 9,4 Boden, der sollte das hier schön abdecken, aber dann nicht weiter hinausgehen. Und jetzt könnt ihr gucken, wenn ihr hier zu starke Überlappungen habt, könnt ihr das noch mehr in die Spitze schneiden, damit ihr hier, geht ein bisschen einfacher zum Kleben. Dann kann ich hier ringsherum Kleber drauf geben. Und ja, das wird natürlich innen nicht schön aussehen, deshalb haben wir dann noch einen zweiten Boden, den wir von innen reinkleben. Ich mache es hier auch wieder so, dass ich nicht ganz bis außen gehe an die Kante und dafür dann hier ringsherum noch einen dünnen Streifen drauf gebe. So kann ich das hier drauf kleben, schön mittig. Es müsste eigentlich passen. Kann ich das kurz von der einen Seite festkleben. Jetzt haben wir das schon mal außenrum plus einen Teil des Bodens und jetzt haben wir ja noch zweimal je also 2 mal 2, 10,5 cm von der Höhe her und einmal ist es 9 und einmal 11,1. Und mein Ziel ist es, die 9 sind so gemacht, dass ich die auf einer Seite einfach reingeben können müsste. Passt hier eigentlich am besten. Das heißt, auf den beiden Seiten werde ich das hier reingeben und beim anderen ist es auf beiden Seiten 1 cm länger. Das heißt, ich müsste hier jetzt eigentlich auf beiden Seiten die bei einem Zentimeter falzen und dann alle Teile unten bei den 10,5 cm unten bei einem Zentimeter falzen. Und genau das mache ich kurz. Denen schon mal helfen, dass die sich richtig biegen.
Weil die müssen jetzt so sein, dass wenn ich das hier reinlege, ich oben nur einen ganz, ganz minimalen Abstand habe. Und so bekommt ihr halt einen schönen Abschluss. Aber die kommen zuletzt rein. Hier bei denen machen wir es so, dass wir hier das Ganze anschrägen auf beiden Seiten. Und ich weiß, das klingt jetzt, als ob das noch eine Ewigkeit dauern würde, aber das ist tatsächlich so, die größte Arbeit ist, diese innere Box quasi zu verkleiden. Wenn das mal gemacht ist, geht es eigentlich relativ schnell. Und jetzt kleben wir die Seite hier rein. Das müsste jetzt eigentlich passen, ne? Dass es so reinpasst. Das heißt, ich gebe hier wirklich überall Kleber drauf. Und helfe mir mit dem Falzbein, dass das schon mal die richtige Richtung geht. Merke ich gerade, dass ich was vergessen habe. Eigentlich sollte man das hier oben auch anschrägen. Das heißt, hier diese Kante auch anschrägen, weil wenn man dann von oben die Überlappung sieht, sieht es auch nicht mehr so schön aus. So, aber dann haben wir eine Seite hier schon mal abgedeckt. Dasselbe machen wir mit der Seite. Dann mit dem auf die gegenüberliegende Seite. So, und dann haben wir schon zwei Seiten und jetzt müssen wir eigentlich nur noch die beiden Seiten machen, die frei sind. Hier unten auch noch was vergessen. Können wir nämlich auch anschrägen. Bei den Boden werden wir nachher nicht sehen, den decken wir auch noch schön ab, damit das alles wirklich schön aussieht. Reason to hang around and celebrate this day. Everyone's smiling and it's snowing. It's the time. So, und dann bleibt nur noch hier der Boden, diesen Boden reinzumachen. Ihr könnt das so ein bisschen ausprobieren und wenn ihr merkt, das ist gerade ein kleines bisschen zu eng, könnt ihr da auch noch einen Millimeter abschneiden. Kann sein, dass es durch das Papier, was da jetzt drin ist, ein bisschen mehr Platz braucht. Von dem her schneide ich jetzt einfach auf beiden Seiten noch einen Millimeter weg. Ja, dann geht das ein bisschen besser und hier können wir auch Kleber drauf machen und das in die Box reinkleben. I'm happy you're here, my winter wonderland. So, und schon haben wir diese Box, wo eigentlich also schon, ich weiß, es dauert ein bisschen, aber so eine schön stabile Box, wo diese Schneekugel rein kann. Und jetzt können wir das ringsherum machen. Das heißt, es ist quasi wie ein Buchrücken, der hier eine Seite hat, die wir auf die ganze Länge machen, dann eine Seite, die unten auf die ganze Länge ist, hier auf die ganze Länge, hier geht es 2 mm weiter raus, weil wir hier Platz brauchen für diese Überlappung
Und dann machen wir hier noch so eine, sagen wir mal, 4 cm Lasche bei der Box hier. Und dann können wir die hier reinkleben. Und das wäre es dann auch schon. Also, ne? Das kriegen wir jetzt auch noch hin. Ich hoffe, ich habe das mit der Box nicht zu kompliziert erklärt, weil es ist eigentlich wirklich einfach. Ihr könnt auch Schritt für Schritt vorgehen. Ihr müsst nicht alles von Anfang an schneiden. Ihr könnt auch erstmal gucken, wie groß will ich die Box haben und dementsprechend die graue Pappe zurechtschneiden. Das heißt, 2 Stück eben, ich wollte 9,5 mal 9,5 mal 9,5 und deshalb habe ich die einfach 9,5 mal 9,5 geschnitten und eine Seite dann aber um die je 2 mm kleiner gemacht, weil wir die ja einklemmen dazwischen. Das ist das. Und dann könnt ihr wirklich hier einfach eine Seite angucken, die ausmessen, dann auf beiden Seiten 1 cm dazu rechnen, damit ihr es umschlagen könnt, plus oben und unten 1,5 cm dazu messen, damit ihr das umschlagen könnt. Das macht ihr auf 2 Seiten. Und dann auf den restlichen 2 Seiten geht ihr einfach hier von der Breite her so breit, wie eure Box innen drin ist. Plus dann oben 1,5 cm zum Umschlagen und unten 1,5 cm zum Umschlagen. Das auch auf beiden Seiten. Unten quasi die Fläche von der Box einfach mit 1 mm kleiner, damit das dann von der Seite her nicht rausguckt. Und dann innen drinne nehmt ihr quasi die Höhe hier innen drinne von der Box. Und bei 2 Seiten auch wieder je 1 cm hier breiter, damit ihr das hier auf den Seiten umschlagen könnt. Plus unten 1 cm länger, damit ihr es unten noch an den Boden kleben könnt. Das auf 2 Seiten und die anderen beiden Seiten dann auch wieder gleich breit, wie die Innenseite der Box ist. Plus dann eben auch die Länge oder die Höhe der Box plus unten 1 cm. Das festkleben und innen drin habt ihr quasi einfach die Fläche von hier der Innenseite und ich mache das jeweils noch 1 mm je kleiner, damit es dann wirklich ich das schön runterdrücken kann und das nirgendwo aufsteht. Ist im Grunde genommen das wirklich die ganze Hexerei und die wird auch extrem stabil, so schon. Das Einzige, was noch nicht wirklich stabil ist, ist der Boden, aber den packen wir ja jetzt quasi hier ein, weil das, was wir jetzt gemacht haben, ist einfach diese Box hier. Und jetzt schlagen wir das Ganze noch ein und dadurch haben wir dann hier auch einen festen Boden. Na, von dem her wirklich simpel. Meine Box ist jetzt 9,5 cm mal 9,5 cm mal 9,5 cm. Das ist das, was ich haben wollte. Und so mache ich jetzt quasi auch die Verkleidung. Bei mir, na, ihr seht, ich habe die wirklich schön anschließend an die Box gemacht. Und deshalb habe ich 3 mal 9,5 mal 9,5. Das heißt einmal hier und einmal hier. Jetzt kann man sagen, oben auch 9,5, aber wir haben ja hier dann eine Überlappung. Das heißt, hier kommt die Graupappe hoch und deshalb müssen wir das 2 mm länger machen. Das heißt, hier 3 mal 9,5 mal 9,5, 1 dann 9,5 mal 9,7, nämlich die 2 mm länger und vorne mache ich einfach jeweils eine Lasche, die 4 cm ist, deshalb auch die 9,5 mal 4 cm. Das ist das. Jetzt habe ich natürlich kein Papier, kein Designpapier oder Motivpapier, was so lang ist. Und deshalb mache ich das so, dass ich 2 Stück einfach zusammenklebe dann. Ich starte mal so, dass ich hier oben anfange. Das heißt, es ist quasi, ich fange hier vorne an und gehe dann hier und gucke dann, dass meine Klebelinie, also das, was ich aufeinander klebe, irgendwo hier stattfindet. Und das wird dann der zweite Teil vom Designpapier sein. Von der Breite her mache ich das einfach jeweils 2 cm auf beiden Seiten breiter als das, was ich habe. Das heißt, wir sind bei 9,5, also sind wir bei 13,5. So habe ich einfach mal ein Stück zurechtgeschnitten und jetzt fange ich quasi an hier oben. Das heißt, das erste, das wird das zweite,
das ist das dritte, vierte, fünfte. Und hier muss ich jetzt natürlich gucken, dass die 9,7, wenn ihr euch das anguckt, hier die 2 mm, das hier ist 9,7, das hier ist 9,5. So muss es quasi drauf. Jetzt, damit ich das jeweils schön mache, mache ich hier jeweils einfach, zeichne ich mir bei 2 cm eine Linie an. Einerseits hier und dann auch vorne, damit ich die Graupappe genau da draufkleben kann. Und vom Abstand her, ich habe ja diese quasi Kombi von Craftelier, wo man die Ecken abschneiden kann, plus dann hier dieses T, plus hier ist auch noch ein Abstandhalterstäbchen. Eine Seite davon sind 2 mm. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ne, das seht ihr nicht. Hier sind 2 mm, das sind 1,5 mm. Und ich habe gemerkt, es reicht gut, wenn ihr da die 1,5 mm nehmt als Abstand zwischen der Graupappe. Das heißt, kleben. Und ach ja, genau. Designpapier, wenn ihr euch fragt, das war eins von Action, Craft Sensation, das Chill Out. Und da gibt es echt schöne Motive drin. Es hat teilweise so Retro, aber auch dieses hier ist von diesem Bogen. So, jetzt halte ich die Klappe und fange an zu kleben. Small talk with people that pass me by. I share a laugh, it gives me joy that everyone's having a good time. I hear those jingle bells, people singing about love. It feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I wanna sing about the Christmas on its way. Reason to hang around and celebrate this day. Und hier, wo jetzt quasi das Stück aufhört, klebe ich das tatsächlich noch hier drauf. Moment. And it's snowing, it's the time of year again. I'm happy here, my winter wonderland. Und jetzt zeichne ich mir auch hier kurz diese 2 cm an. Jetzt gucken, ob das Muster eine Rolle spielt. Nee, das ist eins, was tatsächlich extrem praktisch ist. Jetzt biege ich hier quasi das kurz ein bisschen entlang der Graupappe und gebe hier auch Kleber drauf. Nicht ganz bis vorne an die Kante, weil das mache ich quasi hier. Das heißt, ich gebe hier einfach schön an die Kante ein bisschen Kleber, damit ich da dann einen schönen Übergang habe. Und so würde das jetzt gebogen. Da gucke ich jetzt einfach, dass ich quasi schön hier da auch runterkomme und aber trotzdem schön auf der Linie zu liegen komme. Dann müsste diese Kante hier dann einfach quasi am Boden von meiner Box sein. Und dann haben wir noch das letzte Stück. It's the time of year, winter wonderland. Winter wonderland is the time of year. Und dann können wir hier auch wieder 2 cm abschneiden. Genau, da gibt es noch ein viertes im Bunde. Jetzt können wir hier natürlich überall noch die Ecken abschneiden.
Wenn ihr dieses Tool nicht habt, wie immer, könnt ihr das natürlich auch von Hand schneiden. Einfach gucken, dass ihr zwischen der Ecke von der Graupappe bis zum Ende, da wo ihr es abschneidet, dass ihr da ein bisschen stehen lasst. Weil sonst steht dann die Ecke von eurer Graupappe frei. Das wäre ganz schlecht. Jetzt könnt ihr quasi der Graupappe entlang dem Papier helfen, dass es so ein bisschen sieht, wohin es sich legen muss. Und da einfach mit dem Falzbein entlang der Graupappe gehen. My winter wonderland. I wanna sing about the Christmas on its way. A reason to hang. Dann mache ich das jeweils so, dass ich das hier schon so ein bisschen über die eigene Kante lege. Ist immer ein bisschen tricky, wenn man so lange Stücke hat dann. Celebrate this day. Everyone's smiling and it's snowing. It's the time. Und jetzt können wir das hier reinkleben. Ich fange immer an den kurzen Seiten an und ich gehe auch immer mit dem Leim bis an die Kante von der Graupappe, weil ich habe zumindest das Gefühl, dass das hilft, dass das Papier da weniger bricht. So, jetzt können wir das hier so ein bisschen feststreichen, dann so über die Kante ziehen und innen drinne feststreichen. Wenn Kleber rausquillt, kein Problem. Könnt ihr einfach so ein bisschen mit den Fingern abstreichen. Und dann gehe ich jeweils auch hier so in die Ecke rein und biege die so ein bisschen runter. Dann liegt die nachher auch schöner. Dann die gegenüberliegende Seite. I'm happy you're here. My winter wonderland. Und dann können wir noch die lange Kante kleben. Ihr könnt hier, wo ihr die Überlappung habt, von außen, könnt ihr das so ein bisschen anschrägen. Weil sonst habt ihr hier dann gar viel Material. The stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are. What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Und dann könnt ihr jeweils hier in Zwischenräumen mit dem Falzbein vorsichtig, nicht so gerade wie ich eben, dem so ein bisschen helfen, dass es sich biegen kann. Und das Papier halt nach innen reingeht und nicht quasi sich nach außen biegt. Und so schnell haben wir hier schon die Verkleidung. Jetzt ist es so natürlich noch nicht fertig, sondern wir werden die Box hier hinkleben. Das heißt, hier, das kommt hoch. Das müssen wir nicht noch abdecken. Aber dieser Teil hier hinten, den lasse ich so, dass ich den komplett aufklappen kann. Und deshalb brauche ich hier noch ein Stück, was von der Höhe her mache ich in der Regel einen halben Zentimeter weniger als es ist. Das heißt 9 cm.
Und dann gehe ich hier vorne, ich würde sagen 25 cm, das heißt bis hier. Und dann machen wir sogar 25 sollte reichen. Oder dann machen wir 26, damit das hier schön reinfließt. Und hier werden wir dann einen Keil machen, damit das hier schön verdeckt ist. Das heißt 9 cm mal 26 cm. Das habe ich geschnitten. Ich habe hier das gleiche Papier verwendet wie die Box, weil ich das schön finde. Könnt ihr natürlich, wenn ihr da gerne ein Designpapier habt, könnt ihr auch das machen. Jetzt können wir das hier innen drinnen noch festkleben. Respektive. Ich habe jetzt vergessen, den Keil zu schneiden. Kurz verkehrt rum auflegen. Und dann mache ich mir hier kurz eine Markierung, wo ich mit dem Keil anfange. So. Das heißt, hier schneide ich noch so einen Keil rein. Einfach damit das sich dann schöner versteckt noch hinter der Box. Und auch dem müssen wir jetzt wieder so ein bisschen helfen, damit es sich hier schön umklappen lässt. Dann haben wir hier schon quasi unsere Box. Und bevor ich das jetzt hier reinklebe, will ich da noch die Öffnung machen. Wo ist der Deckel von meinem Kleber? Hier herrscht mal wieder Chaos. Komplettes Chaos. Hier. Bisschen die Frage, was ich mache. Eigentlich wäre es ja schön, weil es weiß ist, hier dann auch ein weißes Band zu machen. Ach, wisst ihr was? Ich gehe heute klassisch. Passt. Das heißt, ich nehme hier die weißen Ösen, und zwar 2 davon. Und dann Geodreieck. Zeichne ich mir das so ein bisschen an, damit ich hier schön mittig liege. Kurz gucken, wie weit ich da hoch bin. Ja, 1 cm. 1 cm hoch. Und dann machen wir hier 1 cm Abstand. Passt. Da mache ich mit der 3/8, nee 3/16 ein Löchlein rein. Dann können hier schon mal die Ösen rein. Nee, Moment. Kurz die hier reinlegen. Zack, zack, zack. Und das quasi so drumherum legen, wie das nachher sein soll. Und dann kann ich hier innen drin auch diesen Kreis noch anzeichnen. Den brauchen wir hier drinnen nämlich auch. Genau der Grund, warum ich eine Crocodile habe, respektive eine große. Weil es sind manchmal echt die paar Zentimeter, wo ich dann genau da nicht hinkomme, wo ich hin möchte. Hier, 3/16. Das Doof ist halt bei dir, dass ich nicht sehe, wo ich hinstanze. Aber in der Regel klappt das nicht schlecht. So, jetzt zack, zack. Nee, so rum. Das heißt, die Ösen kommen hier drauf. Und dann können wir die hier noch pressen.
und haben hier einen schönen Abschluss. Und dann kann ich nämlich das Band, weil hier habe ich den Verschluss quasi nachträglich angebracht und musste mit der Crocodile durch 2x2 mm Graupappe plus noch Designpapier. Es hat funktioniert, aber man sieht jetzt hier natürlich die Löcher. Das wollte ich nicht, sondern wir bringen jetzt das Band an und kleben dann die Box quasi drüber. Until winter comes, until winter comes. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Dann habe ich hier das Band. Und jetzt können wir quasi die Box hier noch draufkleben. Wie gesagt, da wo ich die Kanten sehe, das verklebe ich jetzt quasi hier rein, damit ich auf den Seiten die schöne Seite habe. Und da klappe ich das hier mal hoch, damit ich merke, wo ich das schön anlege. Das heißt, ich will, dass ich hier an der Seite anliege und unten an den beiden Kanten schön gleichmäßig liege. Und dann können wir diese Seite quasi auch noch hochkleben. Ihr seht, dieser Teil geht echt wesentlich schneller. Und dann können wir quasi das, was wir hier reinmachen wollen, reinmachen. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Eine kleine Schlaufe machen, wenn man das im Griff hat, nicht so wie ich. Mano. Gut, das mit der Schlaufe versuchen wir nachher nochmal, aber ne, hier dieser Verschluss, ihr könnt natürlich auch eine andere Art von Verschluss machen, wenn ihr das wollt. Aber wir sind ja noch nicht ganz fertig. Ne? Hier müsste ja noch was rein, nämlich das Motiv von Mia. Und das drucke ich kurz aus in der Größe, dass das dann hier drauf passt. Das heißt, bei mir jetzt ist das so in etwa 7 cm, Maximum 6. Das heißt, das gestalte ich noch kurz und dann kann ich das auch noch reinmachen, damit das Paket dann komplett ist. Ich habe das hier kurz auf ein A5-Blatt gedruckt und jetzt kann ich quasi, wenn ich das so falte, kann ich gucken, wo das am besten passt. Wenn man es so gegen das Licht hält, sieht man das. Ihr jetzt natürlich nicht, ist mir schon klar. Ich muss das hier kurz so machen. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Oh, I wonder. Oh, I just wonder. It really makes me wonder. Yeah, I wonder. Könnt ihr natürlich auch kolorieren, wenn ihr das wollt. Aber nähert die Polsterung noch rein. Das in die Schneekugel rein. Ich mache euch dann auf Insta noch Fotos, weil ich weiß nicht, ob ihr das hier wirklich seht. Ist gerade so ein bisschen schwierig für mich, dass die Kamera hier mitspielen will. Warum habt ihr doof hier jetzt gerade so die Luftblase vorne dran, ne? Aber da haben wir einerseits den Roller und auf der anderen Seite Glitzer kurz ein bisschen rüberbringen.
Da haben wir den Gutschein. Ich weiß, ihr seht es gerade nicht so gut. Tut mir auch gerade leid. Ich weiß gerade nicht, wie ich das korrigieren kann, aber diese Luftblase ist echt gerade im Weg. Aber eben wie gesagt, ich mache euch auf Insta ein paar Fotos rein, dann seht ihr das auch. Und dann habe ich eben hier meinen Geschenkgutschein, meine selber gebastelte Box, die ich dann schön verschließen kann, eine Schlaufe dran machen vorne. Und ich finde die Art von Boxen extrem cool. Und wie gesagt, ne, die könnt ihr in jeder Größe, wie ihr die gerne haben möchtet, könnt ihr die machen. Und sie sind halt, das ist wirklich, die sind extrem robust. Jo, genau. Das war das, was ich euch heute zeigen wollte. Eben wenn ihr sowas Witziges findet, wie eben eine Schneekugel, wo man selber Motive reinmachen kann, dass ihr da so einen Gutschein machen könnt. Und vor allem eben auch, wie ihr eine passende Box dazu machen könnt und die dann entsprechend eure Größe, die ihr braucht, auch anpassen könnt. Das war das für heute. Ich hoffe, ihr seid bis zum Schluss dran geblieben. Das war nicht zu langweilig für euch, dass ihr da Lust habt, es selber auszuprobieren und dass es nicht so kompliziert war, wie ich das erklärt habe vor allem. Oh jo, und natürlich auch, dass ich euch morgen im nächsten Video wiedersehe. Bis bald!